Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr einen solchen Scrunchie hier nähen könnt. Wenn euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch kostenlos meinen Kanal. Weitere Videos und Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, ein Quiltlineal zum Abmessen, einen Rollschneider, dann Stoffklemmen zum Fixieren, ein Stoff. Ich habe hier eine Baumwollwebware, ihr könnt aber auch gern ein Jersey dafür nehmen. Generell eignet sich das Projekt, um Stoffreste zu verwerten. Und zu guter Letzt benötigt ihr noch ein Gummiband. Ich habe hier meinen Stoff bereits zugeschnitten. Dieser hat eine Länge von 40 cm und eine Höhe von 15 cm. Mein Gummiband ist ungefähr die Hälfte lang, also 20 cm, und hat eine Breite von ca. 1 cm. Den Stoff legen wir rechts auf rechts übereinander und fixieren das Ganze mit Stoffklemmen. Wir nähen hier nun an der langen Kante mit einem Gradstich zusammen. Nach dem Nähen solltet ihr die Nahtzugabe auseinanderbügeln und dann kann das Ganze gewendet werden. Fertig gewendet sieht dann das Ganze so aus. Ihr könnt das auch gerne nochmal glatt bügeln. So, jetzt legt ihr erstmal Naht auf Naht und steckt das ringsherum fest. Und das Ganze, was jetzt außen ist, verschwindet wieder nach innen. Ich hoffe, das erkennt man hier jetzt ganz gut. So, wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann sollten die Teile jetzt, die Stoffteile jetzt rechts auf rechts zusammenliegen. Also das heißt, die schöne Seite schaut die schöne Seite an. Guckt nochmal, dass das andere gut nach innen gestülpt wurde, damit es halt beim Nähen nicht stört. Und ja, steckt das nochmal alles fest, guckt nochmal, ob die Nähte übereinander liegen und dann könnt ihr ringsherum zusammennähen. Ihr müsst nur eine kleine Wendeöffnung von ca. 3 bis 4 cm lassen. Also wie gesagt, habe ich hier ringsherum mit einem Gradstich zusammengenäht und hier an der Seite habe ich eine Wendeöffnung von ca. 3 bis 4 cm gelassen, wodurch ich das Stück jetzt binden werde. Fertig gewendet sieht dann das Ganze so aus. Ihr könnt es hier auch gerne nochmal glatt bügeln. Jetzt ist der Scrunchie auch schon so gut wie fertig. Jetzt müssen wir noch durch die offene Wendeöffnung den Gummi einfädeln. Diesen befestige ich an der einen Seite mit einer Sicherheitsnadel und ziehe ihn dann durch. Die andere Seite des Gummis befestige ich mit einer Stoffklemme, damit diese nicht mit durchgezogen wird. So, am Ende angekommen, lege ich beide Gummiteile übereinander und nähe diese dann mit einem Zickzackstich zusammen. So, der Gummi ist nun zusammengenäht. Jetzt müssen wir nur noch die offene Wendeöffnung schließen. Hier könnt ihr gern knappkantig mit der Nähmaschine entlang gehen. Am besten mit einem Garn in einer ähnlichen Farbe. Oder wenn man es nicht sehen soll, dann halt mit einem Matratzenstich. Diesen werde ich jetzt verwenden, um die Wendeöffnung zu schließen. Nach dem Schließen der Wendeöffnung ist der Scrunchie auch schon fertig. Das ist ein super schnelles Projekt und eignet sich auch super für Anfänger. Falls euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal.
Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Bis zum nächsten Video, eure Stoffmieze.